Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Hier ist das Spiel Kholat. Jetzt fragt ihr euch, warum Kholat und wo ist jetzt Stranded Deep? Ich habe Stranded Deep jetzt erstmal auf die Bahamas geschickt zu einer entspannten Pause und dachte mir, gut, wir setzen das Ganze fort. Und habe mich dann entsprechend für Kholat entschieden, weil es gerade im Humble Bundle im Angebot war oder als gutes als gute, liebe, nette Spende. Und ja, es ist ein Survival-Game, es ist Horror und ich werde das einfach mal anspielen. Es ist jetzt in der Version 1.03. Einfach mal gucken, wie das Spiel ist. Ich weiß noch gar nicht, was mich da erwartet. Also schauen wir einfach mal rein. Der Ort, an dem du Hinweise aufgesammelt hast. Okay. 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorten mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kholat Siakal. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw 2 months later to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche, or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Okay, kann ich jetzt? Ja, jetzt kann ich. Also, und wir sind jetzt einer, der es versucht zu ergründen, oder wie sehe ich das? Okay, ich weiß jetzt noch nicht, wie die ganze Steuerung geht. Ich bin ja mal ganz optimistisch und würde mich hier jetzt gerne hinsetzen. Springen kann ich auch nicht, aber ducken kann ich mich. Das ist schon mal gut. Die Züge sind alle zu. Ein sehr verlassenes Dorf oder eine Stadt. Vorfahrtsschild, Parkplatz. Ich laufe einfach mal.
Es soll, wie gesagt, auch mit Horror verbunden sein. Ist mein erstes Horrorspiel, das ich wirklich so richtig spiele. Hier ist ein Lagerfeuer. Da ist irgendwie eine Falle. Ich glaube nicht, dass ich hier weit wegrennen soll. Wobei, ich kann mir vorstellen, ich muss jetzt wahrscheinlich einen Lagerplatz finden. Bäh. Zu den Häusern selber kommt man gar nicht. So, links oder rechts lang? Wir laufen mal rechts lang. Oh, wenn ich zu doll laufe, dann verändert sich alles bei mir. Okay, ich höre jetzt irgendwie andere Musik, die nicht mehr ganz so freundlich ist. Hier überall mal gucken. Ich folge hier einfach mal dem Weg, der hier aber auch irgendwie endet. Die Musik beruhigt mich gar nicht. Da lasse ich eigentlich Fußspuren? Nee. Das macht mir natürlich nochmal mehr Angst. Alter, jetzt mal ganz im Ernst. Muss ich jetzt da rein? Wenn ich jetzt gleich am Anfang faile, tut es mir leid. Wie kommst du zu mir? Wer kommt zu mir? Und wieso wird das Bild enger? Hallo? Hallo, ist da wer? Geil, ich gehe in eine Höhle rein. Na, nett. Wow. In the end, the only thing I saw was a flash. An insufferable burning light. The pain ripping apart my body. I felt it tearing out of my soul. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Und wo muss ich jetzt hin? Moment, das sind meine Fußspuren, ne? Okay. Jetzt laufe ich einfach mal komplett blind hier lang. Da scheint was zu sein. Was? Wo bin ich? Ich sehe so schon schlecht und jetzt sehe ich echt noch beschissen. Was ist das? Drücke E. I am right behind
you. Was? Okay. Wenn du zu lange läufst, wird deine Figur schneller müde und du brauchst länger, um dich zu erholen. Der zweite Akt. Hey, Akt 1 haben wir abgeschlossen. Hold on to your humanity. When others convince you of being no more than a subject, an object, which they can bend to their will. When they told you that you were a monster that deserved punishment, and you could really not remember your sins. When they took away your loved ones, leaving you to rot in the dark. The problem is that in their darkness, you have never been alone. Jetzt mal ganz im Ernst, das war eben gerade nicht so. Im tiefen Schnee zu laufen, umschalten links ist anstrengender. Passt dein Tempo und den Bedingungen an, damit dein Körper nicht ermüdet. Du kannst Objekte näher betrachten, rechte Maustaste, um es besser zu erkennen. Benutze die Taschenlampe, um deinen Weg auszuleuchten. Beobachte, um deine Umgebung genauer mit M und Kompass C besser orientieren zu können. Feldsteige können dich interessant... Musst du manchmal Steuerung... Okay. Seine Schutzbrille. Sieht aus wie so ein Totem oder sowas. Da sind zwei. Aber eben gerade war ich doch auf einer komplett freien Pläne. Und jetzt auf einmal so? Und wieso bin ich versucht, zu dem roten Lichter zu gehen? Und habe ich irgendwie eine Anzeige oder sowas? Nee, ne? Was knistert denn hier so? I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vichy on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue group. While waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discovery... Okay, etwas Übernatürliches. What? WTF, ich folge dir. Ich folge dir. Ich folge dir, ich habe auch Angst. Was? Er ist verschwunden. Okay. Da ist die Stelle. Und wir befinden uns jetzt vor diesem Gang.
Ob ich mir noch in die Hose machen werde und ob wir herausfinden, was mit den Studenten passiert ist, das und vieles mehr erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen zu Kholat. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro. Habt noch eine gute Nacht. Tschö, tschö.